Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für Schinken-Spargelröllchen in einem Teigmantel und dazu machen wir noch eine Sauce Hollandaise. Los geht's mit dem Spargel. Hier habe ich insgesamt 16 Stangen, nicht zu dick und möglichst gleich lang. Zunächst mit einem Sparschäler rundherum schälen, anschließend jeweils 2 Spargelstangen in 2 bis 3 Scheiben Schinken einrollen, dafür die Enden zunächst abschneiden und den Schinken jetzt etwas überlappend nebeneinander auf die Arbeitsfläche legen und dann straff um die Spargelstangen wickeln. Wenn das erledigt ist, geht es weiter mit dem Hefeteig. Dafür einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 225 ml lauwarmes Wasser, alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben und die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben. Alle Zutaten danach mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte sich komplett von der Schüsselwand lösen. Anschließend auf die Arbeitsfläche geben, mit einem Messer in 8 ungefähr gleich große Stücke schneiden und danach können wir die Schinken-Spargelröllchen mit dem Teig umwickeln. Dafür jedes Teigstück mit den Händen zunächst zu einer langen Rolle bzw. Schlange formen und dann einmal um die Spargelröllchen wickeln. Das Ganze für den restlichen Teig bzw. für die restlichen Spargelröllchen wiederholen und die fertigen Röllchen mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Die Röllchen mit einem Küchentuch abdecken und für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Jetzt werden alle Brötchen noch mit etwas verquirltem Ei bepinselt und so kommen sie dann in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Nach etwa 20 Minuten kommen die Spargel-Schinkenbrötchen dann aus dem Ofen. So sehen sie aus. Die Brötchen jetzt auf dem Blech abkühlen lassen und währenddessen können wir noch schnell die Hollandaise vorbereiten. Dafür als erstes 2 Eigelb sowie einen kleinen Schuss Wasser, 2 bis 3 Esslöffel in einem hohen Gefäß mit einem Pürierstab kurz schaumig aufmixen, zur Seite stellen, dann einen kleinen Topf aufsetzen, 250 Gramm Butter in den Topf geben, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen, die Butter unter gelegentlichem Schwenken vorsichtig zum Schmelzen bringen und sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu köcheln, vom Herd ziehen und sofort ganz vorsichtig in einem dünnen Strahl zur Eigelbmasse gießen. Dabei die ganze Zeit mit einem Pürierstab durchmixen und die komplette Butter einarbeiten, bis die Hollandaise eine richtig schöne, cremige Konsistenz hat. Zum Schluss mit etwas Salz und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken und dann am besten sofort zusammen mit den noch lauwarmen Schinken-Spargelröllchen servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.